Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch und das bedeutet Businesszeit. Und was liegt näher bei einer Mittagspause, als über das Essen zu reden? Richtig. Also, viele Deutsche, vielleicht ja auch du, träumen davon, in den USA hier reich zu werden mit Bratwurst und Currywurst. Aber warum scheitern daran so viele? Lass mal quatschen. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Viele Deutsche träumen ja davon, hier in den USA so ein Food-Business zu starten. Ne? Warum? Weil das vielleicht, weiß ich nicht, Essen verbindet ja, ne? Und man kann sich so ein Stück Heimat mitnehmen und hat so ein bisschen ein vertrautes Business, ne? Aber ich glaube, genau da liegt das Problem. So, ihr Nasen. Also viele von euch, die träumen ja tatsächlich davon, hier in den USA so ein Food-Business aufzumachen. Ne? Eine Dönerbude, Currywurstwagen oder irgendwie so ein Brezelstand. Weil die sich denken, ja klar, ey, das kennt ja jeder, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen das Kernproblem ist von dieser Business-Idee, hier in den USA so ein deutsches Food-Konglomerat aufzubauen, ne? Also es gibt ja viele negative Beispiele, es gibt ja auch so einen Vogel mit so einer blauen Brille, und ihr wisst, wen ich meine, der ja auch daran gescheitert ist, muss man sagen, ne? Aber da komme ich ja später drauf zu. Also ich würde gerne mal heute mit euch drüber sprechen, warum denn so ein Fast-Food oder Gastro-Konzept hier mit rein deutschen Fastfood-Klamotten nicht so richtig zieht hier in Texas. Aber ich bin ja ein kreativer Typ und ich mag ja nicht nur lästern, sondern ich versuche auch mal so ein paar Lösungsvorschläge zu liefern, wie das denn klappen könnte. Und vielleicht ist das ja tatsächlich interessant. Und wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, ich kaufe mir bei eBay so einen alten Foodtruck, möbel den ein bisschen auf und dann starte ich hier so einen Currywurststand, dann nimmt das Video ruhig mal ernst und spult nicht vor, auch nicht auf zweifach Vorlauf. Ich rede sowieso sehr schnell, dann versteht ihr gar nichts mehr, wenn ihr auf zweifach Geschwindigkeit abspielt. Also, lass mal gucken. Wir nehmen das Ding mal ein bisschen auseinander. Also ich bin der Meinung, das geht schon damit los, dass dieses Essen, also Currywurst, Pommes kennt ja jeder, also Fries oder was auch immer, aber Döner oder was es noch so alles gibt, Brezel ist ja auch der Klassiker. Ich bin der Meinung, dass das für euch normal klingt, aber hier halt nicht, ne? Also wenn du zum Beispiel einem Amerikaner sagst, hey, hast du Lust auf Currywurst? Dann verbinden die das. Ich habe ja ein paar Nachbarn, wir machen ab und zu tatsächlich Currywurst. Und unsere deutsche Verwandtschaft schickt uns immer mal wieder dieses Currypulver zum Anrühren, wisst ihr, damit die Soße zumindest so schmeckt, wie wir das aus Deutschland kennen. Und ich frage die immer, es gibt Currywurst. Was glaubst du, was das ist? Und was in der Regel da immer bei rumkommt, ist, ja, das ist irgendwas Indisches, ne? Weil klar, die denken an Curry, Indien. Die würden das niemals mit Deutschland oder einer deutschen Esskultur verbinden, ne? Das ist schon mal die erste Hürde, also jetzt bei der Currywurst, ne? Bei dem Döner ist das genau das Gleiche, ne? Also wenn du denen erklärst, was ein Döner ist, dann denken die immer erst an Gyros, ne? Oder Burritos oder sowas, ne? Die haben das nicht im Kopf, dass das, also jetzt mal ehrlich, liebe türkischen Zuschauer, der Döner, das ist doch für uns Deutsche erfunden, oder? Ihr geht doch nicht in der Türkei hin und stellt da Dönerspieße auf. Also jetzt vielleicht in den Touri-Gegenden, aber eigentlich habt ihr das, so wie wir das kennen, doch für die Deutschen gemacht, oder? Ich meine, das ist ja das Gleiche wie mit der Pizza, ne? Die Italiener, wenn du denen mit einer Pizza Hawaii kommst, dann würden die dich, glaube ich, killen, ne? Also Margarita oder was auch immer von der Historie. Ich bin jetzt kein Food-Experte, ne? Ich versuche hier das Businessmodell zu analysieren. So, bei Brezel ist genau das Gleiche, ne? Also wenn du hier an Brezel denkst, dann denken die an Aunt Annie. Das ist so eine Riesenkette, die in jedem Einkaufszentrum zu finden ist und die tatsächlich Brezel verkaufen. Die Brezel da haben nichts mit den Brezeln zu tun, die du als Deutscher kennst, also aus Bayern, schön zunftig, sondern ich finde, die sind total fettig, die kriegst du mit Käse und mit Zucker und mit Salz und das ist ganz schön mächtig und ich würde mal sagen, ein so ein Brezel am Tag und der Kalorienverbrauch für den Tag, der Kalorienbedarf für den Tag ist gedeckt und vielleicht auch für den nächsten Tag noch. Also Brezel, Currywurst und Döner, da können die Amerikaner sich mal gar nichts drunter vorstellen, beziehungsweise die verbinden damit gar nicht, dass das vielleicht eine deutsche Spezialität sein kann. Und ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, ne? Aber es gibt hier tatsächlich einen Ausdruck einiger Amerikaner, die sprechen immer von the German Arrogance. Das ist
leider wird das immer mehr und ich steuere immer dagegen, weil wir sind eigentlich gar nicht arrogant, nur weil wir alles können und wissen, wir Deutschen. Was ist mit denen? Ich verstehe die gar nicht. Aber das ist tatsächlich auch so bei diesem Konzept, ne? Also ich habe immer den Eindruck, wenn ihr hier so ein Konzept machen wollt mit Gastro, weil ihr das kennt und weil ihr das gut findet, ne, dann geht ihr immer davon aus, dass das in den anderen Ländern der Welt der gleiche Knaller sein muss. Ne? Nur weil ihr das gerne mögt, heißt das auch lange nicht, dass die US-Amerikaner da auch drauf abfahren und euch die Bude leer kaufen. Die Foodtrucks zum Beispiel, ne, ich meine, das ist ja ein ähnliches Konzept, ne? Die haben natürlich auch Spieße hier, da wird was runtergeschnitten, ne? Aber das kann man gut als Aufhänger nehmen. Warum die teilweise funktionieren, ist, weil hier Geschwindigkeit alles ist. Also du musst ein Gericht haben, was nicht lange erklärt werden muss, was einfach zu verstehen ist. Weißt du, wenn du einem Amerikaner eine Currywurst erklärst, dann geht das ja schon los, ne? Weil wir Deutschen erklären das so, ne? Das ist hier halt nicht etabliert. In Deutschland muss ich das keinem erklären, aber hier muss das erklären. Das ist also eine geschnittene Bratwurst, die in Stücken geschnitten wird, die in einer Tomatensoße eingelegt wird mit speziellen Gewürzen, die so ein bisschen spicy ist und am Ende kommt da Currypulver. Gibt Currywurstpulver? Currypulver drüber. Das dauert schon viel zu lange. Also der Amerikaner liebt es kurz und knackig und der muss sofort verstehen, was das ist. Und ihr habt ja in dem letzten Short, wo ich das schon mal angesprochen habe, ne, wo ich gefragt habe, was kennt ihr denn an deutschen Konzepten, die funktionieren und die erfolgreich sind? Da gab es ja auch Leute, die haben geschrieben, ja, eine deutsche Bäckerei oder es gibt irgendwie in LA so eine Dönerbude, ne? Da komme ich gleich drauf zu, aber also eine Bäckerei zum Beispiel. Da fängt es ja schon an. Weißt du, wir Deutschen, wir lieben diese Frühstückskultur. Wir lieben gutes Brot, wir lieben Brötchen und wir lieben vor allen Dingen gute Inhaltsstoffe und nicht ein Brot mit 18 Inhaltsstoffe und ein Roggenbrot, was braun ist, aber eigentlich in Weißbrot gefärbt ist. So, das mögen wir gar nicht. Aber jetzt ist das ja so, hier in dem Land leben ja 320 Millionen US-Amerikaner. Und das ist eigentlich der Kasus Knacktus. Das ist die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist nicht die paar Deutschen, die verhältnismäßig sehr, sehr wenig sind, hier, die gerne Brötchen hätten und deutsches Brot hätten, sondern es ist die Masse an Amerikanern. So, um hier erfolgreich zu sein, müsst ihr halt eine Masse an Menschen adressieren. Es reicht nicht zu sagen, oh, ich kenne aber schon 2, 3 oder 4, 5, die das gerne essen würden. Davon kommt ihr überhaupt nicht über die Runden. Ne? Das ist ganz nett und man kann vielleicht das als Hobby betreiben oder als Lifestyle-Business, wie das die Amerikaner hier sagen. Aber so richtig erfolgreich und durchstarten, das klappt in den seltensten Fällen. Denn das habe ich ja auch schon ich habe ja ein paar E2-Gespräche mit euch geführt, ganz am Anfang, wo ich noch gesagt habe, ich helfe euch beim Businessplan. Das ist immer so, wisst ihr, die haben sich alle auch nicht über den Markt schlau gemacht. Ne? Die haben dann eine Business-Idee, die in Deutschland total super funktioniert und glauben dann, diese Business-Idee, die sich zu Hause ausgedacht haben und im Internet ein bisschen gegoogelt haben, das funktioniert hier auch. Und da kann ich euch versprechen, das funktioniert nicht. So, das ist genauso wie mit den deutschen Lebensmitteln. Ne? Das funktioniert auch nicht. Nur weil euch die Currywurst schmeckt und nur weil euch ein Brötchen schmeckt oder ein Döner, heißt das noch lange nicht, dass der Amerikaner da auch drauf abfährt und seine Gewohnheiten umstellt. Ja, darum geht's ja. Weißt du, der Amerikaner ist halt Fastfood, der ist Burger gewohnt, der ist ein super Steak gewohnt, Brisket hier in Texas, Texas Barbecue. Warum sollte der jetzt regelmäßig eine Currywurst essen? Vielleicht, wenn er auf den Geschmack gekommen ist und vielleicht trifft das seinen Geschmack und der fällt um und sagt, boah geil, das brauche ich jetzt jede Woche. Aber meine Erfahrung mit diesen Läden ist, da gehen die US-Amerikaner einmal hin, testen das mal und die würden euch nie sagen, dass denen das nicht schmeckt. Der Amerikaner ist sehr höflich. Die würden sagen, boah, das ist super, hat mir klasse geschmeckt, muss ich auf jeden Fall nochmal haben. Und dann seht ihr die nie wieder. Das heißt, so eine richtige Marktrecherche vor Ort, die kann euch killen, wenn ihr schon Geld investiert habt oder das einfach aufgemacht habt, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert. Also nicht falsch verstehen, ja? Ich will das deutsche Essen nicht schlecht machen. Ich mag das genauso sehr wie ihr, aber ich glaube einfach, dass für den amerikanischen Markt muss dieses emotionslose Essen der Deutschen, und das ist, also weißt du, die Emotionen Berlin oder Ruhrgebiet, wo die Currywurst herkommt, das kennen die Amerikaner nicht. Und die Emotionen kriegst du auch nicht transportiert. Aber du musst schon Emotionen transportieren mit einem Business hier, mit einem Gericht, mit einem Gastrokonzept. So, und darum reicht das, glaube ich, nicht, einfach nur zu sagen, wir bieten einen Döner an, einen halben oder einen ganzen oder einen Döner-Teller und vielleicht noch eine Currywurst dabei.
Das muss hier ein bisschen anders laufen. Aber lass ruhig mal zu dem bekanntesten Beispiel im deutschen Fernsehen und in den Reality-Shows Stellung nehmen. Und zwar die Currywurst. Die Currywurst. Also viele sagen ja, wenn Bratwurst läuft, ja, dann muss Currywurst doch auch laufen. Ne? Aber die Realität hier in den USA, die sieht komplett anders aus. Sag ich euch, weil, fangen wir mit dem Produkt an. Also die klassische Currywurst, mal ganz ehrlich, die ist jetzt visuell kein Highlight. Ne, die ist klein geschnitten, in Soße getränkt, manchmal mit einer Pappe serviert. Das sieht aus wie eine Kantine und nicht wie ein Streetfood. Vergleich mal einen Taco dagegen. Nicht von Taco Bell. Ist auch keine Werbung. Kann auch nicht sein. Ist eher Negativwerbung. Und dann gibt's ja auch noch die Konkurrenzprodukte zur Currywurst. Ne? Also das ist hier in Texas natürlich Taco. Und Taco ist sehr vielfältig. Das ist nicht einfach nur, ich habe hier so eine Scheibe Fleur, sondern ich pack da alles rein und dann gibt's noch hier die Soße und da die Soße mit das und das. Also so ein bisschen Dönerkonzept, ne? Mit alles und scharf. Aber dagegen muss die Currywurst dann halt ankämpfen. Genauso wie mit einem Hotdog. Das ist total einfach, ne? Also du hast eine Wurst, ein Brötchen und packst drauf, was du willst und fertig. Das ist einfach. Eine Currywurst musst du erstmal erklären, weil die das hier nicht kennen. Habe ich schon mal gesagt, ne, mit der Erklärung. Das ist ein Riesenaufwand. Also es gibt hier in Austin ein paar Foodtruck-Betreiber. Also ihr wisst ja, Austin ist so ein bisschen die heimliche Hauptstadt der Foodtrucks. Ja, ich weiß, neben anderen Städten auch. Aber in Austin gibt es tatsächlich viele, viele Foodtrucks. Und das Konzept ist, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, du machst einen Foodtruck auf und wenn das Konzept funktioniert, ist die nächste Stufe dann ein Restaurant mit diesem Konzept zu eröffnen. So, wenn du mit den Foodtruck-Verkäufern sprichst und fragst die, mach doch mal was Neues, zum Beispiel eine Currywurst. Und dann werden die mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, ja, können wir mal machen. Da kommen auch welche und essen das. Aber unser Problem sind die Wiederkäufer. Heißt, die kommen einmal, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, ne, probieren das, finden das nur geht so gut, würden das aber nie sagen und kommen nie wieder. Oder finden das gut, aber stellen ihre Gewohnheiten nicht um und gehen dann halt doch wieder zur Burgerbude, zum Hotdog-Stand oder zum Taco-Stand. Ja, und das machen wir jetzt mit dem Wissen, was ich hier versucht habe mitzuteilen. Das ist ganz einfach. Also, das deutsche Essen ist ja gut und ist auch ein Highlight. Und ich glaube auch, das kann funktionieren. Aber zum einen muss das visuell anders dargestellt werden. Ihr müsst hier eine Brand aufbauen und der Name, der muss so sein, dass er die Amerikaner nicht verwirrt. So, das ist ganz wichtig. Ne? Also ihr kennt ja Naf-Naf-Döner oder was es da alles gibt. Ich komme gleich nochmal zu einem Beispiel. Es gibt ja hier auch ein Dönerkette, die in Austin gegründet wurde. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Das nehme ich als Beispiel nochmal zum Ende, was die falsch gemacht haben oder was die jetzt richtig gemacht haben. Da reden wir gleich nochmal drauf. Also, ihr müsst das Ding ein bisschen aufpimpen, ne? Das darf nicht aussehen wie in Deutschland in so einer 0815 Pommesbude, Athena Grill oder was, keine Ahnung, die sehen ja alle gleich aus, die Dinger. Sondern das muss ein bisschen anders sein. Das muss peppiger sein, das muss ansprechend sein. Und ja, ich weiß, es gibt auch Fastfood-Ketten hier in den USA, die sind nicht ansprechend. Zum Beispiel, also die schlimmste Fastfood-Kette, meiner Meinung nach, ist tatsächlich Wendy's. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch schlimmere kennt. Ich bin sehr gespannt. So, was funktioniert denn nun? Sagen wir mal, du willst jetzt hier tatsächlich einen Brezelstand aufmachen. Also dann kannst du dir tatsächlich Aunt Annie's als Beispiel nehmen, denn die haben das perfektioniert. Das ist ja eigentlich ein klassischer Laugenbrezel, ne? Aber das ist nicht die Beilage, sondern das Hauptgericht. Und hier liegt tatsächlich, glaube ich, das Geheimnis des Erfolges in der Vielfältigkeit. Ne? Also du kriegst ja zum Beispiel auch von den Brezeln nur so Stücke, ne? Also so Pretzel Dogs oder Stuffed Pretzels, Pretzel Sandwiches mit Pastrami oder Turkey oder was auch immer, ne? Also das ist schon erfolgreich, denn du darfst das halt nur nicht Brezel nennen mit süßen Senf oder mit normalen Senf, sondern du musst da kreativ sein. Weißt du musst den Brezel quasi auseinandernehmen, aufteilen und neu erfinden. Ja, philosophische Worte über einen Brezel. Wenn das noch der gute alte Immanuel Kant gehört hätte. Was übrigens auch noch funktioniert, und da kommt ihr nie drauf, ist Sauerkraut. Die Amerikaner, also zumindest alle, die ich hier kenne, die schwören auf Sauerkraut, weil Sauerkraut ist so ein bisschen gehypt hier als Superfood. Ja, die klauen unser Sauerkraut und machen daraus Superfood. Wenn ihr hier in so einen Whole Foods Market mal geht, dann werdet ihr Regale sehen mit Sauerkraut. Und das ist dann direkt neben Kombucha, Fermented Sauerkraut gibt's dann da, ne? Und das ist einfach irre, ne? So, und teilweise steht auf den Verpackungen auch drauf,
Omas Crowd. Also die wissen schon, ist deutsch, ne? Aber die haben das irgendwie nochmal aufgepimpt. Zum Beispiel, da kriegst du Sauerkraut mit so einem Salat, in so einem Bowl, im Wrap, ne? Auch hier wieder, die würden nie auf die Idee kommen, einfach Sauerkraut auf dem Teller, ein bisschen Speck rein, sondern die pimpen das auf, ne? Das ist Sauerkraut, kommt ja kein Mensch drauf, aber die Amis stehen irgendwie drauf. Aber eine deutsche beliebte Speise habe ich ja noch kaum erwähnt und das ist der Döner. Ich quasel die ganze Zeit von Brezel und Currywurst, aber der Döner, die Idee haben ja viele und ich Gruß nach San Antonio. Ich weiß, du willst eine Dönerbude aufmachen. Listen. Listen and repeat. Also, Dönerladen. Lass mal 2 Beispiele nehmen. Das eine ist Naf Naf Döner und das andere ist Wörths Kebab. Die würde ich gerne mal gegenüberstellen und mal diskutieren mit euch, warum der eine ein Erfolg ist und der andere ein Reinfall ist. Also es ist ja tatsächlich so, ne? Ich glaube in Berlin oder in Deutschland insgesamt, ich bin mir nicht sicher, gibt es mit Sicherheit mehr Dönerläden als McDonalds-Filialen. Hier ist das aber nicht so, ne? Und es gibt genau die 2, also Naf Naf und Wörth Kebab, die haben versucht, das zu ändern und hier den großen Döner-Durchbruch hinzukriegen. Mit manchmal mäßigem Erfolg und manchmal sehr großem Erfolg. Und wie die das gemacht haben, das möchte ich mit euch gerne mal teilen. Lass mal mit Naf Naf anfangen. Das ist nämlich der erfolgreiche Fall. Also Naf Naf wurde, glaube ich, 2009 in Illinois gegründet und war so ein bisschen wie so ein Shawarma-Laden aufgemacht. Und der Knabe, Sahar hieß der hatte die Idee, ich mache hier eine Dönerkette und das hat super funktioniert, ne? Und denn heute ist tatsächlich Naf Naf eine der bekanntesten Fast-Casual-Ketten für Middle Eastern Food in den USA. Und ich glaube, da ist der Kasus Knacktus, der hat halt nicht Dönerladen genannt, sondern das ist einfach Middle Eastern Food. Und das ist die Headline. Und das zieht, weil da kann man sich was drunter vorstellen. Der hat es also geschafft, keine komplizierten Begriffe in sein Konzept einzubauen. Also der nennt das nicht Döner, das ist einfach Chicken Pita. Ja, der nennt das, hat eine klare Menüstruktur, aber wenn ihr in den Läden geht, ne, der hat irgendwie Bowl, Pita, Salat und du kannst das alles so modular aufbauen wie bei Chipotle. Ne? Also du gehst da hin und dann sagen die mit dem. Und die Story dahinter, das ist einfach Middle Eastern Soul Food. Weißt du, das klingt schon so handmade, frisch. Das ist nicht Fast Food runterschneiden mit alles und scharf, sondern der hat wirklich geschafft, da eine Geschichte drumherum zu bauen. Und darum ist Naf Naf Döner ganz schön erfolgreich hier. Ne? Ich glaube, in Austin gibt es leider keinen Naf Naf Döner, aber die Story müsst ihr mal googeln. Ich blende die mal ein. Die ist schon relativ erfolgreich. Ja, und dann gibt es noch das Negativbeispiel und das kommt ausgerechnet aus Austin. Also 2011 gab es hier 2 Jungs, der Michael und der Dominik. Ihr seht mir nach, ihr werdet das wahrscheinlich hier nicht gucken, weil ihr wahrscheinlich irgendwo am Strand liegt und reich seid. Aber ist sei euch gegönnt übrigens, ne? Aber die haben Wörth Kebab, also Wörth Kebab, kommt von vertikal, ja, her und haben hier in Austin gegründet, wollten eine Dönerkette bringen und aber so 1:1 nach deutschem Vorbild. Nur halt dann als Fastfood-Kette aufbauen. Und das klingt erstmal total super, ne? Aber das lief leider schief. Und warum? Lass mal drüber reden. Ja, die 2 Jungs haben tatsächlich 1:1 das deutsche Dönerbuden-Konzept kopiert. Und das war, glaube ich, haben die ein paar Fehler gemacht. Also erstens ist es das falsche Branding. Denn das Wort Kebab, das ist total verwirrend und überhaupt nicht appetitanregend. Dann ist es zu kompliziert. Also das Produkt musste immer erklärt werden. Das gibt keinen klaren US-Bezug. Ne? Und dann gibt es auch keinen USP, also keinen Unique Selling Point. Denn zwischen Sandwich, Wrap und Bowl wabbelten die immer hin und her, ne? Hatten aber irgendwie nichts Eigenes. Ne? So, und dann hast du natürlich hier in den USA Skalierungsprobleme. Ne? Also zum einen die Qualität. Ne, das ist halt, du hast halt ein Riesenland und du musst halt in jedem Staat, in jeder Stadt halt deine Lieferanten haben, wenn du so eine Kette aufbaust. Das bringt natürlich auch viel Logistik mit sich, die hier aufgebaut werden muss. Und hinzu kommt dann, du musst es erstmal schaffen, hier in diesem Riesenland auch eine Kundenbindung aufzubauen. Das ist, was ich ja eben schon gesagt habe, ne? Die sollen ja auch wiederkommen zu kaufen, ne? So, was hat man hinterher gemacht? Die haben ein bisschen geschwommen dann, ne? Und dann hatten sie so eine Identitätskrise und dann haben sie irgendwann später so ein Rebranding versucht und sind dann als Nectar Mediterran an den Markt gegangen, also haben das alles umgebrandet. Das half aber auch nichts mehr. Ne? Also die sind schon sehr schnell gewachsen. Ne? Ich glaube, die hatten hinterher 30 Standorte, sogar in New York, in Boston und DC. So, aber 2017 war dann halt Schluss. Ne? So, dann wurde die Kette einfach stillschweigend zurückgefahren und viele Filialen wurden geschlossen. Also ich glaube, der große Unterschied und das Geheimnis des Erfolges ist einfach, dass Naf Naf versucht hat, das Konzept
den amerikanischen Markt anzupassen in einer sehr frühen Phase und die Deutschen mit Word Kebab versucht haben, das Konzept 1:1 durchzudrücken in den Markt. Und das scheitert. Und ich bin mir sicher, das scheitert bei vielen. So, jetzt gab es ja welche, die gesagt haben, ja, André, aber hier in Los Angeles, guck mal den Aramis, ne? Ein Gruß nach Los Angeles. Der hat ja auch, war mal in so einem Dönerladen und die sind super erfolgreich. Also, ich weiß, das sieht immer alles super erfolgreich aus und die können wahrscheinlich auch super davon leben, ne? Aber ich für mich definiere halt Erfolg ein bisschen anders, ne? Also Erfolg ist für mich halt, wenn ich vielleicht mehrere von den Läden habe, ich die skalieren kann und irgendwann richtig ein hohes EBITDA da stehen habe. Und das müssen mehrere Millionen sein, ne? So, und ich glaube, die kommen super über die Runden und ich glaube, die führen ein hervorragendes Leben. Ich will denen auch gar nichts böse, ne? Aber das, was in den Medien so als erfolgreich dargestellt wird, das würde ich sagen, ist bei vielen Amerikanern ein Lifestyle-Business, ne? Also ich habe ja erzählt schon mal, dass wir in Bilanzen hier reingucken, ne? Weißt du, dann machen die 800.000 EBITDA, ne? Und die meisten Kunden, die ich habe, die sagen, boah, das ist mir zu wenig, ne? Der ist gar nicht profitabel genug mit 800.000 Überschuss im Jahr, ne? Also die Amerikaner haben einfach auch einen anderen Blickwinkel auf Erfolg. Das ist nicht gut und nicht schlecht, das soll überhaupt nicht bewertend sein. Ich mag halt nicht dieses zu sagen, ja, die sind super erfolgreich, weil ich finde immer, das ist Ansichtssache, was Erfolg eigentlich ist. So, jetzt habe ich lang gequatscht und jetzt habe ich so viel über das Essen gequatscht, jetzt habe ich auch echt Hunger und wir haben ja Mittagspause. Darum, lass noch mal gucken. Ich glaube, ich habe 5 Dinge zusammengequasselt hier, die quasi das Geheimnis deines Erfolges sind. Bucht meine Masterclass. Ein Schwachsinn. Nein, also ich würde mal sagen, lass mal zusammenfassen. Also die erste Regel ist, wenn du hier tatsächlich so ein deutsches Konzept an den Markt bringen willst, dann musst du das Produkt verständlich benennen. Nicht 1:1 Deutsch, ne? Das muss wohlklingend sein, das muss ein bisschen Storytelling liefern, ne? Fermented Cabbage Salad, Middle Eastern Pita, Grilled German Sausage und nicht Bratwurst. Könnt ihr ja in Klammern hinterschreiben, Bratwurst, ne? Aber der Name, der ist schon prägnant und der muss auch dem amerikanischen Markt angepasst werden. Ehrlich. So, und dann mach dir mal den Spaß und versuch mal, dein Konzept in einem Satz zu erklären. Ich weiß, das ist hier der klassische 10 Sekunden Elevator-Pitch, but sag ich schon. Aber das ist tatsächlich wichtig, ne? Also wenn du dein Konzept, dein Gastro-Konzept nicht ganz kurz erklären kannst, dann ist das zum Scheitern verurteilt, ne? Also it's like Chipotle, but with German sausages and pretzels. Versteht jeder, alles gut. Ja, also du musst das irgendwie prägnant und kurz halten und nicht erklären, ja, wir haben ja so einen Fleischspieß, ne, und das geht dann runter und dann haben wir so eine Tasche, dann packen wir das Fleisch erst rein, dann kommt so ein bisschen Joghurtsoße drauf, ne, und dann machen wir Salat da rein, ein bisschen Tomaten rein und am Ende noch ein paar Zwiebelchen und dann gibt es noch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu schärfen, ne, wir haben da so ein rotes Pulver, ne, da brennt dir die Rosette, kannst du ruhig nehmen, ist alles gut, ne, oder so ein bisschen Schafskäse drauf, dann machen wir noch eine Jalapeno drauf oder irgendwie sowas. So, das ist einfach viel zu lang. Also kurz prägnant ist die Regel 2. Und die dritte Regel ist, der Wurm, der muss dem Fisch schmecken. Du musst also denken wie die Amerikaner. Ja, das ist alles visual, das muss schnell gehen, das muss intuitiv sein und das muss vor allen Dingen auf Instagram gut aussehen. So, und die vierte Regel, das gilt für alle Businesses hier, nicht nur im Food-Business, ist, du musst eine Story erzählen. Also Storytelling verkauft nicht nur hier, sondern grundsätzlich im Vertrieb. Ja, da muss was hinter sein. Du musst also sagen, irgendwie, also der Kunde, der kauft jetzt hier nicht nur irgendwie ein Sandwich, ne, sondern der kauft ein Erlebnis, der kauft einen Gaumenfreude, ne, das ist eine Explosion bei den Geschmacksnerven. Keine Ahnung, denk dir was aus, mach eine Geschichte raus. Aber mach nicht einfach so ein Schild dahin, Bratwurst, Pommes, $2. Viel zu billig. Preis ist auch eine Grund. Egal. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Regel 4. Storytelling. So, und dann wirklich die Regel Nummer 5, das ist, glaube ich, die wichtigste, die hier sich tatsächlich etabliert hat, ist, ihr fangt bitte klein an und testet erstmal, bevor ihr hier ein Riesen-Business aufzieht, ne? Guckt doch einfach mal, wie ihr euer Rezept umstellen müsst, wie ihr die Menükarte umstellen müsst. Kauft euch einen kleinen Foodtruck, fangt einfach an. Da müsst ihr natürlich investieren, ne? Ihr müsst da in Vorkasse treten, denn ihr werdet nicht scheiße reich damit. Und es gab ja so einen Herrn T. mit so einer bläulichen Sonnenbrille, der so ein Currywurst-Konzept aufgemacht hat. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen Probleme mit allen Finanzämtern auf dieser Welt. Also, ihr müsst das ein bisschen smart machen. Ja, nicht übereilen und direkt hier in eine Riesenkette aufmachen. Ihr müsst erstmal das Konzept testen und gucken, dass Leute wiederkommen und das wieder kaufen. Und wenn das passiert, dann könnt ihr in die nächste Stufe gehen. So, jetzt habe ich aber echt genug gequasselt hier mit Essen, Döner, Currywurst, Bratwurst.
ich kaufe mir jetzt einen Taco. So, bast. Ich weiß es nicht. Die Tina ist ja da hinten in der Küche, die hat auch eine Telco. Und ich hoffe, dass wir gleich zusammen noch am Herd ein bisschen was brutzeln können, weil ich habe in 20 Minuten den nächsten Call. Also, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ich bringe euch ein bisschen zum Nachdenken über Food-Konzepte. Es ist wirklich nicht einfach. Und nur weil ihr das gerne mögt, heißt das nicht, dass das hier ein Business in den USA ist und ihr verkauft an Amerikaner und nicht an ein paar Deutschen, die das vielleicht auch geil finden. So, und in diesem Sinne, bleiben Sie dran. Am Wochenende weiß ich nicht, ob wir ein Video schaffen, weil wir in den Urlaub fahren. Aber ich bin mir sicher, wir melden uns zwischendurch und schaltet einfach wieder ein, wenn es wieder heißt Mittagspause.